Ein herzliches Willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update. Was die Märkte diese und nächste Woche antreibt und warum wir wieder über Trump reden müssen, erfährt ihr gleich. Die Kurseuphorie an den Börsen nach der Trump-Wahl kühlt ab. So lässt sich wohl die Stimmung vor allem an den US-Börsen zusammenfassen. Aber Grund dafür liefert nicht nur die geplante Regierungsmannschaft des neuen US-Präsidenten, sondern vor allem die weiter positiven Wirtschaftsdaten aus den USA. Die Präsentation der Einzelhandelsumsätze für Oktober fiel mit einem Plus von 0,4% besser als geplant aus und auch die Daten für September wurden nach oben revidiert. Kein Wunder, dass Powell am Donnerstag von einer robusten US-Wirtschaft schwärmte und so nicht nur die US-Renditen im 10-jährigen Bereich über die 4,5% trieb, sondern auch damit die Erwartungen für weiter starke Zinssenkungen begrub. Noch vor einem Monat wurde der Leitzins von 2,8% für Dezember 2025 eingepreist. Nach dieser Woche bewegen wir uns schon bei 3,8%. Leitzinserwartungen und Inflationsschätzungen werden weiter volatil bleiben, solange wir keinen Einblick in die Umsetzung der Trumpschen Tarif- und Zollpolitik haben. Sollte letztere wie angekündigt umgesetzt werden, werden die Amerikaner wohl mit einem Inflations- und Renditeanstieg rechnen müssen. Inwieweit dies ein überteuerter Aktienmarkt verdauen kann, werden wir noch sehen. Und wie teuer die größten 10 Titel in den USA sind, seht ihr am grünen Balken in der folgenden Grafik ganz rechts. Kurz gesagt, betrachtet man das Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann so teuer wie nie. Und zum gleichen Ergebnis kommen auch die Analysten von Goldman Sachs. Die jetzige Bewertung ist das Viereck in Orange, weit außerhalb der typischen Bandbreite, und der Weltaktienindex hat sich auch nur durch die Überbewertung Amerikas in luftige Höhen bewegt. Doch nur mit einer Kennzahl kann man einen Index nicht bewerten. Also schauen wir uns auf der nächsten Grafik gleich das Kurs-Umsatz-Verhältnis und das Kurs-Buchwert-Verhältnis vom S&P 500 an. Nur so am Rande, ich habe noch von Value-Investoren gelernt, dass eine Aktie um den Buchwert 1 preiswert ist. Aber Bewertungen hin oder her, Analysten sind generell für das nächste Jahr wieder optimistisch. Und so sieht zum Beispiel Morgan Stanley den S&P 500 in einem Jahr bei rund 6.500 Zählern und Ed Yardeni, ein bekannter Ex-Ökonom verschiedenster Wall-Street-Firmen, sieht den breiten Aktienindex Ende des Jahrzehnts bei gar 10.000 Punkten. Die gesammelten Prognosen für 2025 werden wir euch gegen Jahresende präsentieren, mit all den mehrheitlichen Fehleinschätzungen für 2024. Apropos Fehleinschätzungen. Selbige erkennt man ja erst im Ablauf der Zeit, aber zumindest bei dem geplanten Kabinett von Trump scheinen Marktteilnehmer potenzielle Fehlbenennungen zu erkennen. Am Freitag gaben Pfizer über 4% und Moderna gar 7% an Marktwert ab. Auch europäische Pharmawerte verloren über 3%. Ursache waren nicht Unternehmensdaten, sondern die Nominierung von Robert Kennedy Jr. als Gesundheitsminister. Trump hatte ja schon erwähnt, den Impfgegner Kennedy freien Lauf bei den Themen Gesundheit, Lebensmittel und Medizin zu lassen. Das Foto mit Cola und Big Mac ist wohl ebenso verräterisch wie Musks Selbstbildnis als, als was wohl? Als bekennender Fan der Kryptowährung Dogecoin wurde gerade erst eine Klage aus dem Jahr 2022 wegen Marktmanipulation zurückgezogen. Aber der Doge-Vater macht unbeirrt weiter, wahrscheinlich im Schutz des zukünftigen Justizministers Matt Gaetz. Dieser Mann, ultimativer Trump-Fanatiker und befreundet mit Mitgliedern der Proud Boys, soll ein Ministerium leiten, das einst gegen ihn wegen Menschenhandel ermittelt hat. Wer den Titel absolut ungeeignetster Ministeranwärter wohl derzeit innehat, darüber lässt sich streiten. Pete Hegseth als gewünschter Verteidigungsminister ist gerade mein persönlicher Favorit. Seine politische Erfahrung ist mal fragwürdig. Inwieweit Trump seine geplanten Minister überhaupt durch den Senat bringen wird oder ob er diesen umgehen kann, wird sich in Bälde zeigen. Auch ob das Project 2025, also der Entwurf, das Justizministerium und alle Strafverfolgungsbehörden direkt unter die Kontrolle des Präsidenten zu unterstellen, umgesetzt werden kann. Jedenfalls haben einige Minister großes Potenzial, die Märkte zu beeinflussen. Deshalb werden wir wohl darüber berichten müssen. Auch wäre es mal dringend an der Zeit zu wissen, wer eigentlich als neuer Finanzminister ins Rennen gehen wird. Wie das Rennen an den Aktienmärkten weitergehen wird, das wird sich wohl heute Abend mitentscheiden. Nach den enttäuschenden Umsatzzahlen von Applied Materials letzte Woche und der anhaltenden Performance-Schwäche im Halbleiterbereich seit Juli
liegt es jetzt an Nvidia. Analysten erwarten fast eine Verdopplung des Gewinns im Vergleich zum Vorjahr. Die Schätzungen liegen bei 74 Cent. Wichtig wird aber auch der Ausblick sein und wie schnell die neuen Blackwell AI-Chips geliefert werden können und ob die Berichte über mögliche Serverüberhitzungen durch diese Chips relativiert werden können. Der letzte Quartalsbericht von ASML zeigte schon eine gewisse Schwäche bei der Chipnachfrage außerhalb von KI. Und ob die 22% Outperformance von Nvidia seit Oktober gegenüber dem Halbleiterindex gerechtfertigt waren, wird sich zeigen. Unter Trumps erster Tarifpolitik 2018 fiel Nvidia um 30%. Aber seither hat sich das China-Exposure der Firma auf 12% mehr als halbiert. Und auch die größten Kunden haben bis dato auch ihre Expansionspläne in Datacentern nicht gekürzt. Wir werden heute Abend sehen, inwieweit sich die Erwartungshaltungen erfüllen können. Was wir diese Woche noch sehen werden, sind die US-Home Sales am Donnerstag und am Freitag voraussichtlich gestiegene Inflationsdaten aus Japan. Die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der EU werden wohl nicht eine Verbesserung der Lage zeigen. Aber in der Hoffnung, dass sich eure Lage nach diesem Infobreak verbessert hat, verbleibe ich bis zum nächsten Mittwoch. Alles Liebe, euer Uli.